Hallo, ich bin Konrad Rennert und begrüße euch zu meiner Präsentation. Die Links zu den verwendeten Quellen findet ihr in der Beschreibung. Dort könnt ihr auch das Transkript des Videos ansehen. Heute geht es um Untertitel in YouTube-Videos und was man daraus machen kann. Und das gilt natürlich insbesondere im Zusammenhang mit Bildungsmaterialien wie diesem hier. Es ist im Gedenken an den Tod von Henry Kissinger am 29. November 2023 entstanden. Produziert hat das die Deutsche Welle. Wir sehen das, was ich hier als Interaktion eingebaut habe, daher diese Kreise hier, das sind Quizfragen. Und hier fehlt noch die Schaltfläche für die Untertitel. CC Subtitle Language steht hier. Die sehe ich allerdings in dem Video erst, wenn ich das gestartet habe und das erste Wort ist gefallen. Ich klicke mal darauf. Im Augenblick ist das mit dem Untertitel noch nicht eingeschaltet, aber wenn ich hier raufklicke, kann ich hier auf Englisch gehen und dann sehe ich hier den in Englisch gesprochenen Text. Ich schalte das Video jetzt mal an. Wenn ich alle Möglichkeiten nutzen will, die YouTube bietet, zur Transkription und automatischen Transkription, dann muss ich direkt auf die YouTube-Ebene wechseln. Das kann ich aus dem H5P-Video heraus über Klick auf YouTube. Wir sehen, hier oben ist jetzt ein neues Register aufgegangen. Das Video, das ist hier an der gleichen Stelle fortgesetzt worden, wo ich da eben im H5P war. Und ich kann hier jetzt mehr Sprachen auswählen. Das will ich hier zeigen. Wenn ich hier auf Einstellungen gehe, dann sehe ich, es gibt hier zwei Untertitelsprachen, Englisch automatisch und das Englische, was bearbeitet wurde. Aber es gibt dann noch die automatischen Möglichkeiten. Ich will hier zunächst mal zeigen, wie ich das mache, das Umschalten auf eine andere Sprache. Also hier sehen wir das mit den Englischen und Englisch automatisch erzeugt. Und hier ist das eingestellt, was ich zuletzt mal gewählt hatte, Englisch nach Französisch, aber ich möchte hier Englisch nach Deutsch haben. Oh, jetzt habe ich daneben geklickt, mache ich nochmal. Automatisch übersetzen. Und da wähle ich hier Deutsch aus. Und schon sehen wir, was hier als deutscher Text eingeblendet wird. Ich lasse das jetzt mal ein bisschen abspielen. Wir sehen die Zeichensetzung, die ist also automatisch gemacht worden. Das meiste, das ist also sehr gut. Aber es gibt Fehler. Ich halte mal an, ich gehe mal etwa zur 10. Minute und dann setze ich es fort und wir achten, da kommt gleich ein Fehler, der mir aufgefallen ist. Hier ist noch alles in Ordnung. Hier halte ich jetzt mal an. Da ist ein Text, der wirkt sehr merkwürdig. Jede Woche 500 Amerikaner getötet. Und ein Großteil davon kam aus den Heiligtümern. In diesem Zusammenhang wirkt das sehr merkwürdig, vor allem die Heiligtümer. Das ist ein Wort, oder das erste Wort, was offensichtlich falsch übersetzt wurde. So fiel es mir auf, als ich diese deutsche Übersetzung komplett gelesen habe. Ich wusste natürlich, was damit gemeint ist, aber wenn jemand kein Englisch, was da im Hintergrund gesprochen wird, versteht, dann weiß man das nicht. So, ich habe jetzt aber die Möglichkeit, mir den kompletten Text anzuschauen in englischer Sprache als Transkript, und zwar hier rechts an der Seite. Dazu gehe ich im Video hier unten hin, wo die Beschreibung steht. Die habe ich hier aufgeklappt und unten in der Beschreibung steht Transkript. Transkript anzeigen ist eine Schaltfläche. Wenn ich darauf klicke, dann sehen wir hier am rechten Rand das, was hier
als komplettes Transkript verfügbar ist. Ich habe hier das Ganze ohne den Zeitstempel, aber das kann man hier umstellen. Man kann hier sehen, an welcher Stelle was gesprochen wird. Ich bin hier bei 10 Minuten und 23 Sekunden. Da gehe ich mal nach unten. Und da ist das. Hier haben wir die Sanctuaries. Und dann mache ich hier die Zeitstempel wieder weg. So, jetzt können wir hier unmittelbar lesen, was ist hier in der deutschen Übersetzung als Untertitel zu lesen und was steht in dem bearbeiteten Transkript. Hier kann man das sehen, das hier ist hier die Stelle. Started an offensive in which 500 Americans were killed a week and much of that came from the sanctuaries. Und das sind hier die Heiligtümer. Ich kann, wenn ich den Text im Folgenden lese, natürlich was damit anfangen. Statt der Heiligtümer müssen wir uns vorstellen, das sind Zufluchtsorte, die werden genauso übersetzt. Und zwar in diesem Fall Zufluchtsorte der Guerillas, der Vietcong, die jede Woche 500 Amerikaner getötet haben, als Nixon Präsident wurde. Diese Spalte mit dem Transkript, die kann sehr nützlich sein. Im Augenblick habe ich schon die Zeitstempel ausgeblendet. Wenn ihr das noch nicht habt, dafür gibt es diese 3 Punkte hier, da kann man die ein- und ausblenden. Man kann das Transkript kopieren als Ganzes. Das ist ja der bearbeitete englische Text. Dazu gehe ich an den Anfang des Transkriptes. Mit Mr. President fing's an, habe ich noch in Erinnerung. So, hier unten, da ist dann der letzte Satz. Ich habe jetzt alles markiert. In gewohnter Weise kann man das mit der rechten Maustaste kopieren. Geht nach DeepL, das habe ich hier schon geöffnet. Ich habe hier die Version, wo man nicht an ein paar tausend Buchstaben gebunden ist. Drücke die rechte Maustaste, wähle Einfügen. Jetzt habe ich den kompletten englischen Text hier, 61.773 Buchstaben, und jetzt wird es übersetzt, und zwar in Deutsch. Ja, es wären noch 30 andere Sprachen möglich, sehen wir hier. Und da kann ich jetzt in diesem Text suchen, wo steht da Sanctuaries. Ich klicke hier rein, Steuerung F, ja, und da Sanctuaries, da haben wir es schon. Das erste Auftauchen, da stehen auch die 500 Amerikaner, die wöchentlich getötet wurden. Wenn ich dann auf diesen Satz klicke, dann sieht man, jetzt sehe ich hier rechts, ein paar Zeilen tiefer, weil deutsche Texte immer länger sind als die englischen, da steht dann, wie das im Kontext von DeepL übersetzt wird, und ein Großteil davon kam aus den Zufluchtsorten, und das war eben der Dschungel in Kambodscha, der dann etwas später dann noch etwas umfangreicher auftaucht. So, das ist also hier ganz hilfreich, wenn man hier den Text nicht so ganz verstanden hat, dann komplett kopieren, hier in DeepL einsetzen, und dann ist in fast allen Fällen die Übersetzung auch korrekt. Wenn ich hier noch mehr über dieses Wort wissen möchte, habe ich ja jetzt draufgeklickt, dann wird automatisch ein Wörterbuch aufgeschlagen, da taucht das auf, Sanctuary, und die Übersetzungssprache, die ja rechts gewählt ist, da sieht man, da taucht auch Heiligtum auf, Sanktuarium und Zuflucht, und aus dem Kontext wird jetzt klar, das ist nicht das Heiligtum gemeint, sondern der Zufluchtsort. So, das soll es denn auch bezüglich DeepL gewesen sein. Ich habe das hier in diesem Zusammenhang mit dem Kissinger-Video in verschiedenster Weise genutzt, zum Beispiel um mir mit Hilfe der deutschen Übersetzung dann von der KI Multiple-Choice-Fragen herauszusuchen an den passenden Stellen. Man kann das also vielfältig nutzen, auch für Zusammenfassungen, aber das ist jetzt nicht Gegenstand dieses Videos. Ich gehe nochmal zurück
Um zusammenzufassen, wer ein in letzter Zeit aufgenommenes Video hat, der hat die Möglichkeit, hier unten im Text die Schaltfläche Transkriptanzeigen auszuwählen und hat dann die Möglichkeiten, das komplette Video hier in einem Transkript nachlesen zu können. Und man kann dann auch hier an der Stelle, wo die Einstellungen sind, da kann man sich hier dann auch eine Sprache auswählen. Die muss nicht Englisch sein, sondern man kann hier hergehen und sagen, ich wähle jetzt hier die Untertitel automatisch aus, zum Beispiel auch Arabisch. Wenn ich zum Beispiel als Kursleiter, der ich ja immer noch arbeite, wenn ich da arabisch sprechende Menschen habe, dann kann ich denen die Untertitel auf Arabisch ansprechen oder, weil es ja so einfach geht, nochmal zeigen. Ich hatte auch schon Chinesen im Kurs oder die wohnen auch bei mir mit im Haus. Dann kann ich hier hingehen und wähle die chinesischen Untertitel aus, automatisch übersetzen und da haben wir dann auch hier Chinesisch vereinfacht. Das ist die Sprache, die in der Volksrepublik gesprochen wird. Das Traditionelle ist dann auf Taiwan, das, was man da wählen könnte. So, das ist also hier Sanctuaries, muss da irgendwo stehen auf Chinesisch. Mit diesen Heiligtümern will ich dann dieses Video abschließen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit.